Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich ein herbstliches Menü für euch. Und zwar mache ich heute die Putenoberkeule auf Schmorkohl und das Ganze aus dem Backofen. Die vollständige Zutatenliste ist wie immer unter dem Video zu finden und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Die Putenoberkeule, die ich habe, wiegt 1100 Gramm. Eigentlich wollte ich eine ganze Keule haben, habe aber keine bekommen. Dann füge ich noch 2 Teelöffel Paprikapulver hinzu. Ich habe 1 Teelöffel Edelsüß und 1 Teelöffel Rosenscharf. Dann noch einen gut gehäuften Teelöffel getrockneten Oregano und 3 Esslöffel Sonnenblumenöl. Und jetzt kommen noch das Salz und der Pfeffer ins Spiel, natürlich nach Geschmack. Ich habe zum Beispiel eine bunte Pfeffermischung, aber ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr mögt. Die ganzen Gewürze und das Öl dann gleichmäßig auf dem Fleisch verteilen und ein bisschen einmassieren. Das Fleisch kann jetzt auch sofort weiterverarbeitet werden oder man kann es auch etwas ziehen lassen. Ich habe mein Fleisch ungefähr 2 Stunden ziehen lassen. Das geht aber natürlich auch über Nacht. Und das Fleisch habe ich natürlich vorab gewaschen und trocken getupft. Meine Putenoberkeule lege ich jetzt in einen Bräter und ich verwende kein zusätzliches Öl. Und dann kommt das Fleisch in den vorgeheizten Backofen für 1 Stunde. Der Backofen wird dabei entweder auf 200 Grad Ober- und Unterhitze oder auf 180 Grad Umluft eingestellt. In der Zwischenzeit schneide ich meinen Weißkohl in Streifen. Ich nehme nicht den ganzen Kohl. Mein Kohl wiegt 2400 Gramm, ich nehme nur die Hälfte. Dann schäle ich eine Schalotte und eine Karotte und schneide das Gemüse in Würfel, in kleine Würfel und brate die in etwas Öl scharf an. Die Kohlstreifen würze ich mit etwas Paprikapulver, hier auch wieder Edelsüß und Rosenscharf. Dann nehme ich noch etwas Salz und etwas Pfeffer und knete die Kohlstreifen einmal durch. Nach 1 Stunde Bratzeit nehme ich das Fleisch aus dem Ofen, verteile dann die Kohlstreifen um die Keule und die Gemüsewürfel verteile ich auf dem Kohl. Füge dann noch ein Lorbeerblatt und ein paar ganze Pfefferkörner hinzu und gieße knapp 500 Milliliter heißes Wasser an. Und dann kommt das Ganze für eine halbe Stunde in den Backofen. In der Zwischenzeit vermische ich 2 Esslöffel Creme fraiche und 1 Esslöffel Tomatenmark. Dann gebe ich etwas Kreuzkümmel zum Kohl, würze ihn mit Salz und Pfeffer etwas nach, das natürlich nur bei Bedarf. Füge meine Creme fraiche Tomatenmark Mischung hinzu, mische alles vorsichtig durch und dann kommt der Bräter für weitere 15 Minuten in den Ofen. Den Kreuzkümmel kann man natürlich auch weglassen, aber er macht den Kohl bekömmlicher. Und nun ist es soweit und kann angerichtet werden. Ich bestreue den Kohl immer noch mit etwas Petersilie. Ich finde, dazu passen ganz gut Salzkartoffeln oder Kartoffelstampf. Ich weiß aber auch, dass viele ganz gerne dazu Spätzle essen, aber das ist ja Geschmackssache. Das Fleisch ist super zart und saftig und sehr, sehr lecker geworden. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!